Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Unsere Welt neu denken. Eine Einladung von Prof. Dr. Maya Göpel ist ein Aufruf zum gesellschaftlichen und individuellen Umdenken in Zeiten multipler Krisen. Inmitten von Klimawandel, Ressourcenknappheit und wachsender sozialer Ungleichheit setzt Göpel mit ihrem Buch den Fokus auf die Notwendigkeit grundlegend neuer Denk- und Handlungsweisen. Sie beschreibt anschaulich, wie unsere bisherigen Vorstellungen von Fortschritt, Wachstum und Wohlstand an ihre Grenzen stoßen und warum es dringend geboten ist, bestehende Paradigmen zu hinterfragen. Durch die Verbindung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, gesellschaftlicher Reflexion und zahlreichen Alltagsbeispielen verdeutlicht sie, wie ein Wandel sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene möglich ist. Das Buch richtet sich an alle, die sich für eine nachhaltige und gerechte Zukunft engagieren wollen, unabhängig von Alter, Beruf oder Bildungsstand. Professor Göpel gelingt es, komplexe Zusammenhänge nachvollziehbar zu erklären und zum aktiven Mitgestalten einzuladen. Ihre Einladung, unsere Welt neu zu denken, ist kein utopisches Werk, sondern eine ermutigende Handlungsanweisung für alle, die Teil des Wandels sein wollen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Paradigmenwechsel. Vom alten zum neuen Denken. Im ersten wichtigen Thema beleuchtet Professor Maya Göpel die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels. Unsere bisherigen Denkmuster basieren stark auf Vorstellungen von ständigem Wachstum, technokratischer Machbarkeit und unbegrenzten Ressourcen. Diese Sichtweisen haben es möglich gemacht, scheinbar unerschöpfliche Entwicklungsschübe zu erzielen, stoßen jedoch angesichts globaler ökologischer Grenzen wie Klimawandel und Rohstoffknappheit an ihre Grenzen. Göpel betont, dass die Menschheit es sich nicht länger leisten kann, vorhandene Ressourcen mit kurzfristigem Profitdenken auszubeuten. Stattdessen plädiert sie für neue Werte und Denkweisen, die die planetaren Belastungsgrenzen respektieren und Nachhaltigkeit ins Zentrum stellen. Diese Transformation erfordert Mut, alte Überzeugungen zu hinterfragen und offen für neue Lösungen zu sein. Göpel zeigt, dass gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Fortschritt anders interpretiert werden muss. Nicht immer mehr, sondern besser und zukunftsfähiger gestalten. Das steht im Fokus eines solchen Paradigmenwechsels. Zweitens: Die Rolle der Narrative und Erzählungen. Ein zentrales Thema im Buch ist die Macht von Narrativen. Göpel argumentiert, dass unsere gesellschaftlichen Erzählungen, beispielsweise jene vom ewigen Wachstum oder der absoluten technischen Kontrollierbarkeit der Natur, unser Handeln und unsere politischen Entscheidungen maßgeblich prägen. Sie erläutert, dass Veränderungen deshalb nicht alleine auf der Ebene von Gesetzen oder Technologien stattfinden, sondern zuerst ein Wandel in unseren Köpfen stattfinden muss. Geschichten, Mythen und den kollektiv geteilten Glauben an bestimmte Prinzipien zu hinterfragen, ist ein wichtiger Schritt, um den dringend benötigten Wandel zu ermöglichen. Göpel fordert dazu auf, neue, positive und realistische Erzählungen zu entwickeln, die Solidarität, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt rücken. Diese Narrative können gesellschaftliche Transformation inspirieren und Menschen mobilisieren, gemeinsam an einer besseren Zukunft zu arbeiten. Drittens: Wirtschaft neu denken. Postwachstum und Gemeinwohlorientierung. In einem weiteren Schwerpunkt widmet sich das Buch der Notwendigkeit, unsere Wirtschaftssysteme grundsätzlich zu überdenken. Professor Göpel kritisiert die einseitige Fokussierung auf BIP-Wachstum und stellt alternative Modelle wie das Konzept der Postwachstumsökonomie und Gemeinwohlökonomie vor. Diese Modelle streben nicht nach immer mehr Produktion und Konsum, sondern nach einer Balance zwischen ökologischen, sozialen und ökonomischen Zielen. Göpel erklärt anschaulich, wie wirtschaftliches Handeln so gestaltet werden kann, dass es gleichzeitig ökologisch tragfähig und sozial gerecht ist. Sie hebt hervor, dass Unternehmen und Staaten neue Formen des Wirtschaftens einführen müssen, um widerstandsfähig gegenüber Krisen zu werden. Kooperation, Nachhaltigkeit und eine gerechte Verteilung von Wohlstand stehen dabei im Fokus.
Auf diese Weise kann die Wirtschaft zum Motor einer nachhaltigen Transformation werden. 4. Politik und Gesellschaft. Verantwortung und Mitgestaltung. Professor Göpel unterstreicht die wichtige Rolle von Demokratie, politischer Steuerung und gesellschaftlichem Engagement beim Wandel. Sie zeigt, dass Veränderungen nicht von oben verordnet werden können, sondern einer breiten gesellschaftlichen Mitwirkung bedürfen. Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft müssen Verantwortung für das gemeinsame Wohl übernehmen und dabei Partizipation stärken. Durch verschiedenste Beispiele macht sie deutlich, wie Bürgerbeteiligung, transparente Entscheidungsprozesse und innovative Initiativen von unten zu tragfähigen Lösungen führen können. Besonders betont sie, dass jede und jeder im eigenen Umfeld Handlungsspielräume entdecken und nutzen kann, sei es durch nachhaltigen Konsum, Engagement in Vereinen oder die Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen. Mitgestalten anstatt abzuwarten heißt die Devise, damit die Demokratie auch in herausfordernden Zeiten funktionsfähig bleibt. Schließlich der Mensch im Zentrum. Selbstreflexion und Wertewandel. Abschließend macht das Buch deutlich, dass tiefgreifender Wandel auch ein Umdenken auf individueller Ebene erfordert. Göpel lädt dazu ein, eigene Werte zu reflektieren und das eigene Verhalten hinterfragen. Was bedeutet Wohlstand für mich? Welche Rolle spielt Konkurrenz, Gemeinschaft und Natur in meinem Leben? Sie betont, dass nachhaltige Veränderungen im Großen nur dann möglich sind, wenn sie auch im Kleinen, im Alltag beginnen. Ein Wertewandel, der Empathie, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein fördert, ist der Schlüssel zur Bewältigung globaler Krisen. Dabei appelliert sie an jeden einzelnen Menschen, Mut zur Veränderung aufzubringen und den eigenen Beitrag zu leisten, sei es im persönlichen Konsum, im Freundeskreis oder der Arbeitswelt. Der Mensch steht für Göpel immer wieder im Fokus. Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen und eine lebenswerte Welt für kommende Generationen gestalten. Zusammenfassend: Unsere Welt neu denken ist ein Plädoyer für einen lebendigen gesellschaftlichen Diskurs und persönliches Engagement. Das Buch ist für alle Leserinnen und Leser geeignet, die sich mit zukunftsrelevanten Themen auseinandersetzen wollen. Ganz gleich, ob sie bereits in den Bereichen Nachhaltigkeit, Soziales oder Wirtschaft tätig sind oder gerade erst anfangen, sich für die Herausforderungen unserer Zeit zu interessieren. Besonders profitieren Menschen, die nach Orientierung in einer zunehmend komplexen Welt suchen und bereit sind, ihr eigenes Denken und Handeln kritisch zu hinterfragen. Professor Dr. Maja Göpel leistet mit ihrem Buch einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Debatte um die gesellschaftliche Transformation. Ihr flüssiger, verständlicher Schreibstil und die Fülle an Beispielen machen das Buch auch für Einsteiger bestens geeignet. Nützlich ist es gleichermaßen für Führungskräfte, politische Entscheidungsträger, Lehrende sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger, da konkrete Lösungsansätze geboten werden, die praktisch anwendbar sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Sachbüchern, die sich theoretisch im Problem verharren, gibt Göpel eine konstruktive Anleitung zur aktiven Mitgestaltung des Wandels. Ihre Argumente und Perspektiven sind ermutigend und inspirierend, was das Buch deutlich von anderen Publikationen abhebt. Wer nach Antworten auf die Frage sucht, wie wir gemeinsam eine zukunftsfähige Gesellschaft bauen können, erhält mit diesem Buch einen wertvollen Begleiter und Kompass. Kaufen lohnt sich, denn es stärkt den eigenen Handlungsspielraum und vermittelt Hoffnung und Gestaltungsmacht in stürmischen Zeiten. Wenn Sie unterstützen möchten: Professor Dr. Maja Göpel können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.